Frau Nennemann, Sie hatten bei einem Tierarztbesuch ein ganz besonderes Erlebnis, als die krebskranke Katze Ihrer Mutter eingeschläfert werden musste. Wie kam das? Zu Weihnachten hat sich meine Mutter nach langen Jahren der Einsamkeit eine Katze gewünscht. Und ich habe ihr eine Katze ausgesucht und zu ihr gebracht. Es war ein junger Siam-Kater. Das sind schlanke, kluge Katzen mit hellblauen Augen. Und er war meiner Mama eine große Freude. Doch leider stellte sich bereits nach relativ kurzer Zeit heraus, dass der Kater nicht gedeiht. Erst ging es ihm sehr gut und es war eine sehr schöne Zeit für meine Mama, ihn zu haben. Doch dann fing er an, sein Verhalten zu ändern, magerte sehr stark, sehr viel ab. Und es wurde leider eine sehr ernste Diagnose gestellt, nämlich ein Lymphomkrebs. Und der Kater, der hatte keine gute Lebensprognose. Man konnte auch aufgrund der Stellung, wo dieser Krebs war, das war nämlich hier, dieser Tumor hat auf Atemwege und Herzchen gedrückt. Es war nicht viel zu machen. Und so begann eine schrecklich traurige Zeit des Abschiednehmens, bis es eines Tages tatsächlich leider so weit war, dass er sich nur noch quälte. Ja. Er konnte nicht mehr essen, er hat auch keine Lebensqualität mehr gehabt. Zum Beispiel wollte er schlafen und konnte nicht liegen, denn dann hat diese Tumormasse noch stärker auf seine Atemwege gedrückt. Er bekam auch Anfälle, wo er blau anlief. Und somit mussten wir den ärztlichen Rat folgen. Auch uns war nicht mehr nach anderen Möglichkeiten suchen. Es war klar, er muss leider eingeschläfert werden, so wie es üblich ist bei Haustieren, die eine schlimme Diagnose bekommen haben und schlechte Überlebenschancen haben. Ja, als der Tag kam, war es natürlich unglaublich schwierig. Wir weinten sehr. Wir hielten ihn in den Armen und haben ihn dann mitgenommen und waren auf dem Weg zu der Tierarztpraxis. Es war furchtbar, weil wir wussten, wir ersparen ihm weitere Schmerzen, weiteres Leid. Zugleich war es so herzzerbrechend, weil wir wussten, er ist dann weg, er ist für immer weg. Wenn wir zurückkommen, ist er nicht mehr mit uns. Und vor allem diese großen blauen Augen, die waren so vielsagend. Er hat uns angeschaut und es war so schlimm. Wir weinten nur noch. Es war uns auch egal, dass andere das mitbekommen, die Menschen auf der Straße. Es war ein schöner Frühlingstag, so für uns war es aber alles andere als schön. Es war dramatisch, richtig schlimm. Und so kamen wir bei der Tierärztin an und sie legte ihn auf den Metalltisch. Sie bereitete ihre Utensilien, die Medikamente vor und verabreichte ihm ein Medikament, eine Spritze, sodass er in einen Dämmerschlaf kommt. Und dann kam der eigentliche schreckliche Moment, wo diese endgültige Spritze eingesetzt werden musste, mit der man das Tier einschläfert. Es war so schlimm. Es war so schlimm und es wurde leider nicht einfach, weder für Tierärztin noch für Katerchen noch für uns. Aufgrund verschiedener Metastasen und weiterer Tumorbildungen im Körper des Kleinen konnte diese Medizin nicht zu seinem Herz durchdringen und im Körper verteilt werden.
Und so musste die Ärztin ein zweites Mal nachspritzen. Auch das hat nicht geholfen. Es musste dann ein drittes Mal eine Spritze direkt in das Herzchen vom Katerchen eingesetzt werden. Ganz schrecklich war das. Und also wir haben dann zu dem Zeitpunkt sogar laut geweint. Wir haben ihn gestreichelt, wir haben das Ganze gesehen. Ich habe nur leise in mir drin gehofft, dass es dann bald vorbei ist für das arme Tier. Und plötzlich, inmitten dieser schrecklich schmerzhaften Situation, geschah etwas vollkommen Unerwartetes. Und zwar, mir liefen ja die Tränen und auf einmal versiegelten meine Tränen. Also als ob einer gekommen wäre und mir die Tränen weggewischt hätte. Und mich überkam ein Gefühl, was mich komplett überrascht hat. Auf einmal änderte sich die Stimmung und die Energie im Raum. Es wurde still, friedlich und schön. Und zwar so schön, das war eine körperliche Empfindung. Es war so überraschend und ich schloss die Augen, weil es sich so schön angefühlt hat. Ich bin so in mir gegangen und habe das mich so richtig überkommen lassen, durchdringen lassen. Und als ich die Augen schloss, sah ich, aber es muss ja von meinem inneren Auge gewesen sein, doch ich sah ganz deutlich eine Gestalt, die wie ein Engel aussah. Diese Gestalt hielt den kleinen Angie, so hieß er nämlich, wie Engel auf Englisch, Angie. Sie hielt ihn in den Armen. Und es war so schön. Es war überwältigend. Der Kleine war voller Vitalität. Er war wieder pausbäckig, er war etwas verspielt. Es ging ihm offensichtlich gut. Er war auch nicht der abgemagerte Kater, der vor uns lag, im Sterben lag. Er sah richtig gut aus. Und der Engel hielt ihn voller Liebe. Und ich war so überrascht und so glücklich. Dann habe ich schnell die Augen aufgemacht und zu meiner Mama gesagt, Mama, der Angie wird abgeholt. Schließ die Augen, Mama. Sie sind da, er wird abgeholt. Und ich dachte, die Mama wird das auch sehen, denn es war so präsent. Es war so eine starke Präsenz da. Doch die Mama schaute auf die Spritze, die aus dem Herz vom Katerchen herausragte. Und ich habe nicht mitbekommen, dass sie etwas gesehen hat. Ihr liefen die Tränen weiterhin. Für mich aber änderte sich alles in diesem Moment. Es war etwas völlig anderes. Das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Es ist mit vielen Gefühlen, die wir hier alle kennen, schöne Gefühle, angenehme Gefühle, wahrscheinlich zu umschreiben oder zu vergleichen. Nichts all dem kann jedoch ausdrücken, was es genau war. Können Sie diese Engelsgestalt noch etwas näher beschreiben? Ist Ihnen da noch etwas in Erinnerung? Die Erinnerung ist sehr deutlich. Und zwar war es eine feminine Gestalt, so hat sich das angefühlt. Ich sah jetzt kein langes Haar, auch ein Gesicht sah ich nicht. Von der Energie,
hatte sich jedoch mütterlich, liebevoll, fürsorglich, willkommen heißend angefühlt. Und vom Aussehen war es eine Gestalt, die Silhouette hatte. Ähm, und diese war gekleidet in einem langen Gewand mit so wie Schleier. Also Flügel sah ich keine. Es waren eher Schleier, ähm, die so leicht verweht waren. Es hatte etwas Luftiges und die Farbe war, ist ganz schwer zu beschreiben. Ich denke, so wie Kristalle manchmal, wenn sie das Licht fangen, irisieren, oder so wie Sonnenlicht sich auf der Wasseroberfläche spiegelt. Es hatte etwas Durchscheinendes, äh, auf jeden Fall Lichtvolles, zugleich Durchsichtiges und es war keine eindeutige Farbe, aber es war hell und lichtvoll und war sehr liebevoll, so wie es den Kater hielt. Was mich allerdings noch mehr beeindruckte als diese Vision, war das Erlebnis. Es war für mich vollkommen eindrücklich, wie sich alles anders anfühlte in diesem Moment. Die Zeit existierte nicht mehr, als ob alles stillstand. Auch eine wohlwollende Energie hat mich durchdrungen und umgeben. Äh, Es war ein Gefühl von höchster Liebe und Frieden und ein Verständnis, sodass mir klar wurde in dem Moment, es ist, als ob mir etwas abfiel von Kummer, von Leid, von Sorgen, als ob alles gut ist. Und zwar eine andere Art von Gut, so als ob ich nie Schmerz und Leid gekannt hätte und auch nie Sorge haben müsste vor dem, was kommt. Es war komplett einbettendes, willkommen heißendes, beruhigendes Gefühl, das keiner meiner Sinne wahrgenommen hat, sondern dieses Gefühl war da, ich war darin und es hat mich durchdrungen. Es war alles um mich herum und insbesondere in Bezug auf den Angie, auf dem Kater, wusste ich mit hundertprozentiger Sicherheit, alles ist gut, ihm geht es sehr gut. Es war sehr schön und der Kontrast war so stark. Also ich habe in dem Moment komplett vergessen, dass ich kurze Zeit davor untröstlich, herzzerrbrochen geweint habe. Wie ging es weiter nach dieser Erfahrung? Nun, es war so, dass ich von diesem Gefühl ungefähr 2 Stunden lang begleitet wurde. Der Kater selbst ist gegangen, also als ich ihn mit dem Engel sah und danach wieder mich der Situation vor mir zuwandte, lebte er nicht mehr. Es muss in dem Moment geschehen sein. Sein Herzchen schlug nicht mehr. Er wurde für tot erklärt und wurde uns mitgegeben. Und ich lief wie auf Wolken. Ich hatte eine unglaubliche, liebevolle, verständnisvolle Selbstverständlichkeit in meinem Umgang mit der Tierärztin, mit meiner Mama, sodass ich das Gefühl hatte, ich verstehe sie vollkommen und ich würde nie etwas an meinem Mitmenschen verurteilen. Es hätte nie was geben können, was ich nicht durch Mitgefühl, durch eine Selbstverständlichkeit
verstehen könnte. Und so blieb es, und es war unbeschreiblich schön, hielt etwa 2 Stunden lang. In dieser Zeit haben wir auch den kleinen Kater mitgenommen und für die Begräbnis vorbereitet. Da wurde der Gegensatz sehr stark und groß, wie ich empfand und wie meine Mama empfand. Für mich war das ein Körper, der gelebt hatte, aber jetzt keinerlei Funktion und Bedeutung mehr hatte. Ich sah den Kater nicht mehr darin, wohingegen meine Mama den Körper noch streicheln und kuscheln wollte und sagte, er ist doch noch warm, vielleicht lebt er noch, vielleicht erholt er sich. Ich kann ihn jetzt nicht in die kalte Erde tun. Und ich sagte mit einer Selbstverständlichkeit, Mama, er ist doch gegangen, ihm geht es gut, er ist im Licht. Und das war mir komplett klar. Auch jetzt, wenn ich an den Kater denke, ist es diese Freude, ist es diese Gewissheit, dass es ihm gut geht. Es hat sich tatsächlich auch etwas verändert in mir. Es ist eine Vorfreude, eine Sehnsucht entstanden nach diesem unbeschreiblich friedvollen Zustand. Einerseits weiß ich, dass der Tod jetzt für einen Kater, für ein Haustier nicht das Ende ist. Das lässt mich glauben, dass es für uns Menschen nicht anders ist. Ich bin der Überzeugung, dass uns auch etwas Schönes erwartet und dass es voller Liebe, Licht und ja, so schön ist. Und leider ist dieser Zustand jetzt weg. Ich hätte ihn sehr gerne weiter gehabt. Ich habe auch versucht, bewusst zu diesem Zustand zurückzukehren. Nachempfinden kann ich das nicht mehr. Ich musste mich auch sehr bewusst entscheiden, nach diesen circa 2 Stunden kamen die anderen Erinnerungen auch noch hoch, wie er geschaut hat, wie er wusste, dass als ob er es gewusst hat, ähm, wie er schlafen wollte. Ich habe die letzten schmerzvollen Stunden gesehen und musste bewusst eine Entscheidung treffen. Gehe ich jetzt dorthin zu diesen Erinnerungen oder gehe ich zu dem, was ich gesehen habe? Das war wie eine Gabelung eines Weges und ich habe den Weg der Begegnung mit dem Engel genommen. In diesen ersten Stunden war es eine bewusste Entscheidung und eine Wahl und etwas mühevoll, diesen Weg zu nehmen und nicht den Weg der schmerzvollen Erinnerung zu nehmen. Jetzt allerdings ist es eine komplette Selbstverständlichkeit. Vielleicht kennen Sie es, dass manchmal auf dem Smartphone Fotos zufällig auch einem gezeigt werden. Und so wurde mir zum Beispiel heute das allerletzte Bild von Angie zufällig zugespielt und gezeigt. Da liegt er nämlich so süß und ist jedoch tot. Das war das allerletzte Bild, was wir von ihm aufgenommen haben. Erstaunlicherweise musste ich nicht weinen. Es ist an sich ein unglaublich trauriges Bild. Doch für mich ist die Gewissheit da, dass es ihm gut geht. Also wozu soll ich nachtrauern? Wozu soll ich weinen? Ich weiß, dass es ihm gut geht. Frau Nennemann, herzlichen Dank für das Gespräch.